Für Unternehmen im Bereich HR gibt es derzeitige super viele Herausforderungen. Und eine davon ist ganz klar die Talentgewinnung. Es wird immer schwieriger für Unternehmen, gute Talente zu finden, zu gewinnen, aber auch langfristig zu halten. Denn neben passenden Gehältern müssen Unternehmen in der heutigen Arbeitswelt viel mehr neue Anreize schaffen. Zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle oder auch die Möglichkeit des Work from Anywhere. Und demgegenüber steht aber der interne Kostendruck. HR soll innovativ und effizient sein, soll aber auf der anderen Seite auch nichts kosten. Arbeitsrecht ist immer so ein bisschen der Underdog in der Beratung. Und trotzdem hat es eine riesige Hebelwirkung, gerade in den aktuellen Transformationen in Unternehmen. Und mit den richtigen arbeitsrechtlichen Maßnahmen können wir Flexibilität schaffen. Und Flexibilität bedeutet für Unternehmen Wettbewerbsfähigkeit und somit auch einen Wettbewerbsvorteil. Ich arbeite ja immer mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern zusammen. Also mit HR-Abteilungen, internen Councils oder der Geschäftsführung. Das bedeutet für mich, dass ich mich immer ganz unterschiedlich und flexibel auf die jeweiligen Erwartungshaltungen einstellen muss. Und insgesamt sehe ich mich auch eher als Sparingspartner. Das heißt, wir durchdenken auch bestimmte Situationen, wir arbeiten eng zusammen und oftmals wiegen wir so die ideale Welt, also die rechtlichen Anforderungen ab mit dem, was ist die Realität und was sind die Business Needs. Bei einigen Fragestellungen brauche ich für meine arbeitsrechtliche Beratung auch zusätzliche Expertise. Aber dafür habe ich ja meine jeweiligen Fachbereiche in der KPMG. Zum Beispiel Scheinselbstständigkeit. Da reicht Arbeitsrecht nicht aus, sondern ich brauche dann die Kollegen aus dem Bereich Steuerrecht oder Sozialversicherungsrecht für eine ganzheitliche Lösung. Arbeitsrechtliche Beratung ist für mich wie eine Art Puzzle. Auf der einen Seite muss ich die Business Needs verstehen, aber auch die Erwartungshaltungen der Stakeholder. Das muss ich auch insgesamt dann alles managen. Aber diese ganzen Puzzleteile, die ergeben dann ein Gesamtbild und das hilft dann den Unternehmen in der Strategie und in der Transformation.